Hallo, ich begrüße euch zu meiner Präsentation interaktive Multimedia-Notizbücher mit OneNote, KI und H5P erstellen. H5P ist vielleicht das, was am wenigsten bekannt ist. Das steht für HTML5 Package. Das ist ein Tool, ein Werkzeug, mit dem man interaktive Videos oder Präsentationen erstellen kann und welches von allen modernen Browsern unterstützt wird. Das, was ich vorstellen will, das ist die mögliche Zukunft bei der Gestaltung von Bildungsmaterialien. Das heißt, flexibel sollen sie sein, adaptiv, das heißt, sich an die Bedürfnisse der Lernenden anpassen, interaktiv und natürlich alle Möglichkeiten, die durch die KI hinzukommen, das soll auch berücksichtigt werden. Deshalb habe ich hier um das OneNote-Logo auch die Logos von H5P und der 3 KIs, die ich jetzt in letzter Zeit einsetze, auch für die Erstellung des Fallbeispiels, was ich hier präsentieren will, die habe ich hier positioniert. Das heißt Gemini von Google oder ChatGPT von OpenAI und den Copiloten von Microsoft. Das, was ihr hier als Video vorfindet, das könnt ihr, wenn ihr es nicht schon habt, als H5P-Version anschauen. Der Link steht hier in der Folie. Nach dem Namen meiner Website konradrenner.de folgt H5P075. Das heißt, es gibt auch schon 74 andere interaktive Videos, nur die habe ich nicht alle veröffentlicht. Und ihr könnt euch das zugehörige PDF-File, die Datei dazu, die könnt ihr also auch herunterladen. Das gibt da verschiedene Möglichkeiten. Ich habe ja hier die Bedienelemente auf dieser Folie zusammengestellt. Links seht ihr die Start- und die Pause-Taste. Die müsst ihr eventuell im Video auch noch wiederholt einsetzen, wenn das Video anhält, weil eine Interaktion erfolgt und ihr wollt weitermachen, klickt einfach darauf, wenn es nicht schon einen Weiter-Button innerhalb dieser Interaktion gibt. Rechts davon seht ihr hier Kreise, offen oder geschlossen und Punkte. Da gibt es dann beispielsweise bei den Kreisen, da gibt es dann Quizze. Bei den Punkten gibt es Einblendungen oder Downloads oder Hyperlinks zu anderen Stellen, wo man dann Fortsetzen oder Benachrichtigungen bekommt. Dann gibt es rechts in diesem Bedienelement die Möglichkeit, die Sprech- und Anzeigegeschwindigkeit des Videos zu beeinflussen. Im Normalfall wird meine Geschwindigkeit mit 100% natürlich genau richtig sein. Das ist meine normale Sprechgeschwindigkeit. Aber es kann ja sein, ihr seid nicht deutsche Muttersprachler, sondern ihr seid hier im Land mit einer anderen Muttersprache angekommen. Und da ist es vielleicht gut, wenn man dann das Gesprochen etwas langsamer hört, vielleicht um den Text dazu in Deutsch mitzulesen oder in einer der anderen Sprachen, die auch verfügbar sind. Also links vom Lautsprecher die Geschwindigkeitseinstellmöglichkeit, rechts davon über den CC-Button für Closed Captures, da gibt es dann die Möglichkeit, die Untertitelsprachen auszuwählen, und zwar die, die ich also schon vorher eingerichtet habe. In dem Video gibt es aber auch rechts unten immer noch die Einblendung des YouTube-Logos. Wenn ihr darauf klickt, rechts unten, dann könnt ihr auch Sprachen als Untertitel auswählen, die automatisch übersetzt werden. Da gibt es weit über 100 Sprachen, die da unterstützt werden. Aber dann wird das natürlich nicht mehr mit H5P-Interaktion. Aber wer eben nur mithören will, ob er das, was er vielleicht schon mal hier in dem Video gemacht hat, ob das dann vielleicht auch in der eigenen Sprache dann verstanden wurde. Also kann man ja überprüfen, ne, wenn man die Untertitel in der Muttersprache liest und mit dem von mir gesprochenen deutschen Text vergleicht, dann ist das natürlich sehr hilfreich. Hier habe ich im Hintergrund mein Fallbeispiel dargestellt. Das Thema ist Datenschutz. Das war der Grund, warum ich mich mit OneNote intensiv beschäftigt habe. Das Produkt gibt es ja schon seit 2003. Ich habe es irgendwie wahrgenommen als Logo und habe das auch hin und wieder mal experimentell eingesetzt, aber ich konnte bei meinen früheren Bedürfnissen, da konnte ich keinen richtigen Sinn erkennen, weil Word war in vielen Sachen besser und Excel und PowerPoint, die konnten also auch viele Dinge.
die besser als das, was da bei OneNote möglich ist. Durch die Möglichkeiten der KI und schnell, das heißt ein Vielfaches schneller als bisher, Inhalte zu generieren, die professionell sind, da ist OneNote eine ideale Sache, weil man da nicht nur so linear die Seiten aneinander reiht wie bei Word, sondern man kann Container für Text, für Sprache, für Videos, für Bilder, für HTML, Links und vieles mehr kann man also da einsetzen. Und die kann man dann frei auf der Seite positionieren, in andere Register schieben. Register, das sind dann möglicherweise Kapitel zu dem Thema, was ich da in dem Notizbuch bearbeite. Und zu jedem Kapitel können noch Seiten eingefügt werden. Das geht also viel flexibler, als das mit den klassischen Produkten geht. Und da ist natürlich OneNote eine super Sache, um diese vielfältigen Materialien zu positionieren. Ich habe das also jetzt seit einigen Monaten im Einsatz. Ich habe also auch schon mit Kursteilnehmern da entsprechende Übungen gemacht und das Feedback eingeholt. Und das war überraschend gut, weil die Unterlagen, die sie bisher bekommen haben, die sie auch weiterhin bekommen, die sind veraltet und die kann man also kaum adaptiv auf den neuesten Stand bringen. Es sei denn, der Verlag entscheidet sich dazu, eine neue Unterlage rauszubringen, aber die ist dann auch schon wieder in kurzer Zeit veraltet, weil beim Datenschutz, da werden die Bedrohungen permanent, werden die also sich ändern und neu dazukommen. Oder wir hatten die Datenschutzgrundverordnung, was ja der Ausgangspunkt für meine Beschäftigung mit OneNote war. Das ist also eben alles eine Sache, die für das Produkt spricht. Es gibt eben in dem Fall, und das wird in vielen anderen Fällen genauso sein, keine aktuellen klassischen Bücher oder E-Books, die den Bedürfnissen entsprechen. Und bei mir kam dann noch dazu, die Teilnehmer, die ich in den Kursen habe, Gruppen von 15 bis 25 Teilnehmern, die möchten natürlich schon möglichst schnell wissen, wo sie steht, weil sie am Ende der Maßnahme dann einen Test machen, den sie natürlich gern bestehen wollen. Dann bekommen sie ein Zertifikat, was bei Bewerbung eingesetzt werden kann. Und da ist natürlich ganz wichtig, man zeigt ihnen schon mal den Schwierigkeitsgrad gleich zu Anfang. Man gibt im Prinzip eine Musterprüfung schon mal heraus, um sich selbst einzuschätzen, was ist denn schon an Wissen da. Und dann können Sie damit dann also auch feststellen, in welchen Bereichen Sie noch viel lernen müssen, damit dann hinterher die notwendige Punktzahl zustande kommt. Das ist also, was ich hier als adaptives Lernen bezeichne. Die Datenschutzgrundverordnung, die ist vor ein paar Jahren dazugekommen, im Mai 2018. Das ist auch Prüfungsthema. Und das war für mich dann der Grund zu schauen, wo kannst du denn aktuelles Material bekommen, was da in den 8 Jahre alten Unterlagen nicht enthalten ist. Ich habe etwas gefunden beim Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, eine dicke Broschüre mit über 300 Seiten. Das ist eine von vielen anderen. Und weil ich schon mal lästigen Kontakt mit Anwälten hatte, ich habe das Verfahren zwar hinterher gewonnen, aber es hat mir trotzdem Zeit gekostet, weil diese Anwälte trotz ihrer Promotion dann inkompetent waren, habe ich mir gesagt, gehst kein Risiko ein, fragst gleich mal nach, wie sieht's aus, wenn du das verwenden willst, im Sinne von zusammenfassen, also im Prinzip nacherzählen, hat man in der Schule gesagt, und auch das in andere Sprachen komplett zu übersetzen. Da habe ich offene Türen eingerannt. Ihr werdet das dann auch noch sehen. Ich habe da einen entsprechenden Brief bekommen, den kann man sich anschauen. Da ist alles, was wichtig ist, was ich da zu beachten habe, beschrieben. Die Datenschutzgrundverordnung war, wie gesagt, für mich der Ausgangspunkt, um mich mit dieser Thematik öffentliche Archive nutzen oder Materialien von öffentlichen Webseiten, von Bundesstellen oder Landesstellen oder von kommunalen Archiven dann zu verwenden. Da gibt es vielerlei Möglichkeiten. Den Brief beziehungsweise die E-Mail, die sieht man hier. Aussage ist da farbig hervorgehoben. Man muss die Nutzungsbedingungen in dem Sinne beachten, dass man sagt, was man verändert hat in dem Inhalt, was man da eben übernommen hat, eben auch kennzeichnen. Da gibt es die Datenlizenz Deutschland, so ist das da beschrieben.
Die erlaubt auch die kommerzielle Nutzung der Unterlage. Das geht also über vieles hinaus, was bei den CC BY-Lizenzen möglich ist. Das Urheberrecht spielt also eine wichtige Rolle und wenn man die Lizenzbedingungen einhält, dann ist da also kaum Gefahr, dass man da rechtliche Probleme bekommt. Das, was bei mir der Ausgangspunkt war, die Datenschutzgrundverordnung, die deckt ja nur einen Teil dessen ab, was ich hier beim Datenschutzseminar, bei dem Modul zu besprechen habe. Vieles sind Datenbedrohungen oder Malware oder eben auch Besonderheiten, was hier WLAN betrifft, Verschlüsselungstechnologie. Warum ist diese nötig? Was kann man da falsch machen? Und da ist natürlich die Webseite des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnologie ist eine große Fundgrube, fast zu groß, um das in einem einwöchigen Kurs unterzubringen. Und da bin ich dann wie folgt vorgegangen. Das seht ihr dann also auch in der Unterlage, die ich hier dann auch für euch bereitstelle, wenn ihr Interesse habt. Ich habe einen Prompt für die KI formuliert, der besagt im Prinzip, hier ist das, was im Lernzielplan gefordert ist. Suche mir aus der Seite das Passende als Antwort zusammen, damit die Teilnehmer das wissen, was im Lernzielplan gefordert ist. Dieses ist dann der Inhalt. Dazu habe ich dann auch gleich gebeten, suche mir dann aus diesem Stoff, der da zusammengestellt wurde, passende Multiple-Choice- oder Single-Choice-Fragen heraus, die ich dann den Teilnehmern bereitstelle. Und wenn sie das gemacht haben, ich habe da weit über 100 Fragen zusammengestellt, dann werden sie auch wissen, wie sie dann bei den echten Prüfungen, die dann nicht von der KI zusammengestellt werden, sondern von menschlichen Autoren, wie sie da zu antworten haben. Der Erstellungsprozess ist also nachvollziehbar. Ich muss aus meiner Erfahrung sagen, ich bin also etwa ein 4- bis 5-faches schneller gewesen als vor 10 oder 20 Jahren, wo ich mir die Unterlagen noch selbst zusammenstellen musste, bevor es also da geeignete Materialien im Buchhandel gab. Aber ich habe ja gesagt, die sind jetzt mittlerweile so schnell veraltet, dass man hier neue Methoden sich überlegen muss. Die Webseite vom BSI, die ist also eine reichhaltige Fundgrube, aber man muss natürlich das, was man bereitstellt, didaktisch durchdenken. Da bieten vorhandene Lehrbücher eine gewisse Orientierung auf Basis deren Inhaltsverzeichnis oder des Lernzielplans. Kann man das dann zusammenstellen und die Materialien ergänzen. Ab dieser Stelle setze ich dann die Präsentation live am Bildschirm mit OneNote fort. Ihr seht das, meine Einblendung ist jetzt im Rechteck und nicht mehr im Kreis. Ich habe also jetzt OneNote in der Desktop-Version. Das kann man gut erkennen daran, dass hier die Register hier oben stehen. Bei der Web-Version stehen sie am linken Rand, aber ansonsten ist der Aufbau der gleiche. Vorteil bei der Desktop-Version ist der größere Funktionsumfang. Ein sehr wesentlicher Punkt ist, dass man hier seine gesamten Notizbücher, auch ganz andere, durchsuchen kann, weil da findet man häufig interessante Sachen, die im aktuellen Notizbuch noch nicht drin stehen. Das ist also ein wichtiger Punkt. Ich will aber jetzt keine Anleitung für die Desktop-Version geben. Wir sehen dann diese Register und dann kann ich hier links auf die Seiten klicken, die zu dem Register gehören. Will ich also jetzt am Beispiel des Registers Einleitung mal machen, um das nochmal live zu erklären. Ich fange an mit der ersten Seite. Das ist nämlich das Deckblatt meines E-Books oder meines Webbuches, meines Notizbuchs im Web. Und das will ich also hier mal zeigen, wie sich das dann darstellt. Hier habe ich ein KI-generiertes Bild zum Datenschutz. Darunter sieht man hier meine Daten. Ich bin der Herausgeber. Mein Profil kann man hier mit einem Klick bekommen. Und dann habe ich hier noch zusammengefasst, was hier in der Unterlage zu erwarten ist. Das könnt ihr dann auch selbst ansehen. Ich will jetzt zeigen, wie man hier schnell zu den weiteren Unterlagen kommt. Das hier steht Ihnen bzw. euch nicht zur Verfügung. Das ist also mein Autorentool. Was ich bereitstelle zum Lesen, das ist, was man hier findet. Interaktives Notizbuch mit Freigabe zum Lesen.
Wenn ich darauf klicke, dann sieht man den Aufbau im Prinzip wie eben. Auf den ersten Blick sieht es aber ganz anders aus. Was eben am oberen Rand war, die Register, die sehen wir hier. Da bildet man Kapitel oder Abschnitte oder Kategorien ab. Das kann man sich also bei unterschiedlichsten Anwendungen ähnlich vorstellen. Ich habe ja schon gesagt, Einweisungen, Unterweisungen im Bereich der Weiterbildung könnte also da oder der Ausbildung könnte eine große Rolle spielen, wo man Ähnliches hat, nur eben andere Themen. Dann hat man dazu das, was ich eben gesagt habe, weitere Unterlagen, war ich ja eben auch schon mal. Ich bin jetzt beim Erklären dieses interaktiven Notizbuches mit Freigabe zum Lesen. Das heißt, lesen bedeutet, wenn ihr dieses Buch habt, ist der gleiche Aufbau, aber bei euch sind dann die hier oben diese Symbole, die sind alle abgeblendet. Ihr könnt also nur das machen, was man beim Lesen braucht. Ich will jetzt mal zeigen, was das Web-Notizbuch unterscheidet vom E-Book, was man hieraus auch ganz schnell ableiten kann. Das ist also über den Export ist das sofort erstellt innerhalb von Sekunden. Wenn ich darauf klicke, dann seht ihr, wird hier oben ein neues Register aufgemacht. Es wurde auch sofort die letzte Stelle aufgesucht. Jetzt sehen wir das, was eben als Web-Notizbuch war. Das sehen wir also jetzt als PDF-Datei. Die kann man auch bearbeiten, wenn man sie dann hinterher speichert. Wenn ich darauf klicke, sieht man, hier kann man sie also in seinem Downloads-Ordner speichern. Das mache ich jetzt auch mal. Und dann ist die dort abgelegt und ich kann also jetzt auch, wenn ich da Änderungen anbringe oder wenn ich die jetzt öffne, kann ich ja auch machen, dann sieht man das, ist auch aus dem Ordner Downloads entnommen, sieht im Prinzip genauso aus wie eben, nur sie ist jetzt lokal gespeichert und ich kann dann hergehen und kann hier anfangen, Stellen zu markieren, ja, um das ja mal zu zeigen, dann ist das ja meine persönliche Unterlage, so als wenn ich jetzt ein E-Book im Internet erworben hätte. Das, was man da sieht, ist so ähnlich. Ich habe hier das Inhaltsverzeichnis, wobei hier sind keine Seitennummerierungen bei, weil das ändert sich ja laufend, aber ich kann ja im Prinzip die Sachen noch schneller finden als früher mit Inhaltsverzeichnis im klassischen Sinne. Und ich finde dann auch sofort alle Stellen. Machen wir das mal am Beispiel Social Engineering. Das taucht hier auf. Da möchte ich mich also jetzt informieren. Ich kopiere mir das. Wenn ich hier auf Suchen gehe, dann findet er mir natürlich sofort die entsprechenden Seiten im Internet. Das sehe ich hier rechts. Ich kann hier auch Fragen stellen, wenn ich hier auf den Copiloten klicke, aber ich möchte das jetzt hier nicht im Internet suchen, sondern hier auf meiner Webseite. Kopiert habe ich das. Das kann man also hier nochmal zeigen. Und dann kann ich hier oben auf die Lupe klicken und dort das Ganze einfügen. Mache das hier bewusst mal mit der rechten Maustaste, damit ihr das seht. Dieser Begriff Social Engineering kommt 15 Mal in meinem PDF-Dokument vor. Ich habe hier das erste Vorkommen und da kann ich das zweite. Das kommt auch hier in dem Inhaltsverzeichnis vor. Aber jetzt sieht man im Abschnitt 1.3 ab der Seite 18 taucht das also häufig auf. Social Engineering und dessen Folgen. Und die Stellen, die kann man dann hier alle durchgehen und kann sich dann entsprechende Abschnitte anschauen, wenn man zum Beispiel sich auf Prüfungen vorbereitet und möchte dann den Begriff Social Engineering auch bei der Beantwortung der Fragen richtig einordnen. So, das ist also hier der Vorteil eines schnell von OneNote generierten PDF-Notizbuches. Das kann ich also an die Teilnehmer weitergeben. Vielleicht am Anfang des Kurses schon mal vorab die Basisversion. Und wenn im Laufe des Kurses Ergänzungen stattgefunden haben, dann drucke ich das einfach nochmal aus. Dann ist also die Seitennummerierung auch gar nicht so wichtig. Die habe ich zwar hier oben. Ich sehe im Augenblick ist es 48 Seiten lang. Aber wenn im Laufe des Kurses adaptiv noch was dazugekommen wäre, dann kann man das natürlich auch ganz schnell äh, hinterher wiederfinden. So, das war jetzt dieses, und da werde ich dann darauf hingewiesen, ich sollte das erst speichern, ne? Deswegen der Hinweis.
Wenn ich da draufklicke, ist es gespeichert und ich habe das jetzt auch mit dieser Markierung, die ich da angebracht habe, gespeichert. Das heißt, ich kann in diese E-Books reinschreiben. Jetzt habe ich auch die Online-Version des PDF-Dokuments geschlossen und bin hier wieder bei meinem Web-Notizbuch. Das ist so ähnlich aufgebaut wie eine Website. Man sieht das ja auch hier oben, da sieht man also hier, dass das im Internet steht, OneDrive Live, und dann kommen hier die Angaben, damit das richtige Notizbuch gefunden wird, und da stehen auch irgendwo die Berechtigungen in dieser länglichen Angabe, aber das ist jetzt unerheblich. Ich will jetzt hier noch ein bisschen drauf eingehen. Wir haben also hier das, was hier gerade vorliegt, ist dieses, und das war das E-Book. Ich kann aber dann hier an der Stelle auch gleich mal sagen, wenn ich hier dieses den Teilnehmern bereitgestellt habe, ihr könnt dann am Anfang des Kurses auch mal einen Wissenstest machen zu der Unterlage. Wenn ich da hier draufklicke, dann sieht man, es wird hier sofort an die Stelle gesprungen, wo der Wissenstest auftaucht. Da haben wir dann hier die Möglichkeit, ein Vollbild einzustellen. Und hier unten, das kann ich jetzt kurz erklären, das ist also hier die Einleitung. Herzlich willkommen zu Und jetzt meinem geht's los. überarbeiteten Ich Kurs. schließe das hier mal. Das heißt, ich will hier die Stimme nicht hören. Ich schalte den Lautsprecher ab. Hier unten ist also die Live-Bedienleiste. Und da seht ihr, kann man also beispielsweise bis zum ersten Selbsttest gehen. Selbsttest zum Kapitel 1. Da gehe ich drauf. Und da werde ich ja gefragt, was ist die Grundlage der digitalen Kommunikation und Information? Das sind die Daten, habe ich ja schon oft genug gemacht. Man sieht also sofort, man erhält die Antwort, ob es richtig ist. Welche Sicherheitsmaßnahme ist wesentlich zum Schutz vor Cyberangriffen? Diese Frage hier, die ist unglücklich von der KI gestellt, weil wichtige Sicherheitsmaßnahmen sind starke Passwörter und regelmäßige Software-Updates. Wenn ich das eine jetzt anklicke, dann sieht man, aha, das ist, dass man hier eben falsch geantwortet hat. Also das merke ich mir, es wäre beides richtig gewesen. Muss ich also noch korrigieren. KI ist nicht fehlerfrei. Und diese Fragen hier sind ja auch so zustande gekommen. Vertraulichkeit erfordert verschlüsselte Kommunikationswege, HTTPS, das erinnern wir uns. Urheberrechte, das ist der Schutz geistigen Eigentums. Also ihr seht, ich kann das hier schon auswendig, so wie es dann wahrscheinlich meine Teilnehmer auch können, wenn sie sich dann in die Prüfung begeben. Aber die Fragen werden natürlich nicht die gleichen sein, aber sehr ähnlich. Die IT-Sicherheit ist von Cyberkriminalität bedroht. Und so geht das dann weiter. Äh, Unbefugter Zugriff, da muss ich auch physische Sicherheitsmaßnahmen wie ein Kensington-Schloss zum Beispiel haben, damit der Rechner nicht einfach mitgenommen wird. Die Datenschutzgrundverordnung schützt die persönlichen Daten. Also ihr seht, so schnell kann man hier die Fragen beantworten. Wichtige Prävention ist Aufklärung. Ja, das ist also hier unten. Es wird also immer wieder neu gemischt, damit sich die Teilnehmer nicht die Position merken. Physische Datendiebstahl hatten wir eben schon mal in ähnlicher Form, aber die Fragen sind hier also unterschiedlich nochmal in anderen Varianten vorgestellt. Welche Technologie stellt neue Sicherheitsherausforderungen dar? Die künstliche Intelligenz. Und jetzt sind also auch schon die ersten 10 Fragen beantwortet. 9 Antworten waren richtig. Die eine war eben unglücklich, weil es starke Passwort und Software-Updates sind beides wichtig. Aber das hat die KI dann noch nicht richtig gemacht. So, jetzt kann ich hier weitergehen und kann mir hier den nächsten Test anschauen. Will ich aber jetzt nicht machen. Ich stoppe das mal. Ihr seht, hier unten kann man dann sehen, das ist also hier einer von den 5 Fragenkomplexen ist also schon beantwortet. Ich kann das jetzt wieder schließen und gehe hier zurück zu meinem OneNote-Notizbuch. So, da kann ich dann noch weitere Wissenstests machen oder wie ihr hier seht, kann ich die anderen Stellen aufsuchen. Es gibt noch eine gute Stelle, die es schon seit Jahren gibt in Österreich. Klicke ich mal drauf, Easy for Me. Ihr seht also, in diesem Notizbuch kann man natürlich auch Stellen, die wertvoll sind und die ich einfach nur mit dem Hyperlink da eintrage, aufsuchen.
oder eben auch das Buch, was veraltet ist, aber eigentlich immer noch bei den Grundlagen gute Dienste leistet, vom Herd Verlag. All das lässt sich also hier hervorragend unterbringen. Und wenn man dann diese Register nicht mehr braucht, dann kann man die auch wieder schließen. Sollte ich vielleicht mal machen, sieht man hier dann nicht so unübersichtlich. So, jetzt wissen wir also eine ganze Menge, wie das aufgebaut ist. Es gibt also die Möglichkeit, diese Unterlage zu bearbeiten in der Desktop-Version. Das sollte normalerweise nur der verantwortliche Autor machen, der die erstellt, ich zum Beispiel. Aber die Teilnehmer, die können das so bearbeiten, wie ich das hier gezeigt habe. Da kann man dann auch während des Kurses als Kursleiter noch Anmerkungen unterbringen. Das habe ich ja hier. Ich würde die während des Kurses nie mit der Desktop-Version hier konfrontieren, weil dann sieht das bei denen auf dem Bildschirm anders aus als bei mir. Und deshalb ist das natürlich für mich auch eine wichtige Ansicht. Und das E-Book, haben wir ja gesehen, kommt denen sehr entgegen, die klassische E-Books gewohnt sind. Die kann man also hier dann auch lokal speichern und da Anmerkungen unterbringen. Zum Schluss wechsle ich dann nochmal auf die Desktop-Version von OneNote. Da kann man die Vorteile am besten erklären und dieses Tool ist ja auch für meine Kollegen, die als Dozenten oder als Lehrer tätig sind, das, was man da am ehesten einsetzt, weil dort hat man die volle Funktionalität mit allen Notizbüchern, die man sich schon mal erstellt hat. Dort hat man auch die Möglichkeit, hier schnell Inhaltscontainer einzufügen. Das sehen wir hier im Register einfügen. Auch die anderen Register, die sind natürlich so da, wie wir sie ja von den Office-Anwendungen gewohnt sind. So, dann will ich aber auch den Inhalt, der hier steht, nochmal erklären. OneNote bietet also die Möglichkeit, interaktive Multimedia-Notizbücher zu erstellen und interaktive H5P-Erklärvideos mit Quizzen zu verknüpfen. Das war ja das, was ich zuletzt gezeigt habe. Die Volltextsuche habe ich eben schon erwähnt. Die Browserversion, die wir da hatten, das ist ideal für die Lernenden. Die brauchen nur einen Browser, einen aktuellen Browser, sei es nun Firefox, Chrome oder Edge. Alles ist da brauchbar. Damit ist also die Browserversion ideal für die Lernenden. Und diese Browserversion funktioniert natürlich auf allen Endgeräten, Tablets, Smartphones, alles, was man da so hat, weil das ist dann optimal immer abgestimmt. Die Vorteile dieser interaktiven Multimedia-Notizbücher, das ist euch möglicherweise jetzt schon klar. Die sind flexibel und können jederzeit aktualisiert werden. So habe ich das ja auch gerade gesagt. Überall kann man Seiten einfügen oder Container und die können also auch hier rechts noch daneben erstmal angebracht werden und dann, wenn man es möchte, an die passende Position verschoben werden. Das, was die Container enthalten können, sehen wir ja hier oben im Register einfügen, ist ja nochmal beschrieben. Ja, Audios, Videos, Bilder, Texte, alles ist möglich. Hyperlinks und die Quizze haben wir auch schon gesehen. Man kann dann das in verschiedene Sprachen übersetzen. Alles, was man im Browser hat, wisst ihr, das lässt sich also mit recht wenigen Klicks in andere Sprachen übersetzen. Oder dieses PDF-Dokument oder die Präsentation, die kann man mit maschinellen Übersetzern wie DeepL hervorragend übersetzen. Damit ist natürlich die adaptive Anpassung möglich. Videos kann man bei H5P langsamer ablaufen lassen, aber eben auch bei YouTube, wenn man dann die Untertitel besser lesen kann und den Text besser versteht. Oder natürlich kann man es auch schneller, wenn man sagt, der Konrad spricht wie eine Schlaftablette. Dann kann man den also auch mit anderthalbfacher Geschwindigkeit ablaufen lassen und spart sich dann Zeit. So, dann kommen wir hier zum Fazit. Das Fazit lautet, man kann mit OneNote hervorragend solche Materialien gestalten. Das ist auch ohne Kosten oder nur mit geringen Kosten verbunden, weil OneNote in der Version, wie ich sie hier einsetze, hat jeder, der Microsoft 365 Abo hat, als Familienabo oder eben als Einzelabo. Das bietet viele Vorteile gegenüber den klassischen Lehrbüchern und E-Books.
Man kann sie jederzeit einfach wieder neu erzeugen, wenn sich was geändert hat. Damit ist das also eine sehr innovative Sache, ein innovatives Lernmaterial. Die Ressourcen hat hier die KI auch schon zusammengefasst. OneNote.com, das ist die Zusammenfassung aller meiner Notizbücher. Ich werde hier noch ein paar Dinge ergänzen, wenn ihr dann die H5P-Version habt, was aber auch schon angegeben wurde, weil das ist ja hier die Basis gewesen, damit die KI mir diese Fragen, die ich da gestellt habe, auf Basis des Lernzielplans beantwortet hat. Das ist die Seite vom BSI. Und beim Urheberrecht, da bin ich auch auf die Wikipedia gestoßen. Dort findet man also all das, was man hier wissen muss, wenn man sich da im Rahmen eines solchen Kurses mit beschäftigt. Wenn euch das hier gefallen hat, ich bin gern bereit für Bildungsträger, entweder aus der Wirtschaft oder auch bei Volkshochschulen als Dozent aktiv zu werden, wenn man bei mir anfragt. Ich habe schon bei Bildungsträgern, bei den Volkshochschulen hier im Umfeld nachgefragt, aber da wurde mir gesagt, ja, wir sind schon ausgelastet mit Babyschwimmen und mit Aquajoggen für Senioren. Das sind unsere Schwerpunkte. KI, das ist eher was für Spezialisten. Könnte aber sein, dass die eine oder andere Volkshochschule sagt, wir bieten hier einen Kurs an und da bin ich gerne bereit, als Online-Dozent tätig zu sein. Das geht natürlich auch weltweit. Mittlerweile habe ich Kunden überall aus der Welt. Wenn das kein Unternehmen ist, was da anfragt, sondern irgendwer privat weltweit, der kann auch Unterricht bekommen, ähnlich wie bei großen Portalen wie Preply aus der Ukraine. Da muss man 3 oder 6 oder 12 Unterrichtsstunden schon im Voraus bezahlen. So mache ich das auch, wenn ich nicht die Sicherheit habe, dass das Geld dann auch eingeht. Ja, das war's, was ich hier zu den Modernisierungen beim Gestalten von Unterrichtsmaterial darbringen wollte. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Tschüss.